Morgen Sola, bei uns singen Nummer 420. Feuer 120. Bleibend ist deine Treu, o Gott, mein Vater. Du kennst nicht Schatten, noch wechselt dein Licht. Du bist derselbe, der du warst vor Zeiten. An deine Macht ist niemals gebrächt. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen dein Sorgen nicht sehen. All meinen Mangel hast du mir gestellt. Bleibend ist deine Treu, wo ich auch gehe. Ob es der Frühling ist, ob Herbst, ob Winter, ob ich den Sommer sehe in seiner Pracht. Du hast die Welt dir geschaffen zum Zeugnis, dir nur zum Ruhm und zum Preis deiner Macht. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen dein Sorgen ich seh. An meinen Mangel hast du mir gestellt. Bleibend ist deine Treu, wo ich auch gehe. Frieden und ewiges Heil, Freude, die Fülle, fließt allen Menschen vom Kreuze her zu. Gott gibt dem Fleische sein Liebstes für Sünder, für Retten Opfer die Schöpfung zur Ruhe. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen dein Sorgen ich seh. All meinen Mangel hast du mir gestellt. Bleibend ist deine Treu, wo ich auch gehe. Nummer 3. Nummer 3. Hört den großen, starken Namen, Jesus Christus, Gott und Herr. Er ist bei uns alle Tage, nichts kann stärker sein als Herr. Suchst du Frieden, Freiheit, Freude, suchst du Wahrheit, Ziel und Kraft, gib dem Heiland nur dein Leben, dass er dich ganz neu erschafft. Hört den großen, starken Namen,
Gott und Herr, der Anfang und das Ende und in Ewigkeit nur er, ist ein Leben voller Sorge, ohne Gott und voller Schuld. Komm zu Jesus, bring ihm alles, er hat dich bei uns geduld. Hört den großen, starken Namen, Jesus Christus Herr allein. Er steht still vor deinem Herzen, er kommt, dann lass du ihn ein. O verschieb es nicht auf morgen, denn wer weiß, was morgen ist. Lass ihn heute für dich sorgen, weil du heute hilflos bist. Ja, ik freue mich, dat ik toch je welkom heet van de Lara. We hebben hier Jasten aan zijn maat. Ik liet Tantje Peters. Wat wie online leid, is de boodschap te brengen. Brian en Stoff, ja, welkom hier zo. En dan hebben we hier ook nog Jaast van Bolivia. Jetzt zijn we hier zo op de Gebetsstunden. Ja, en ze zijn van Bolivia hier zo. En we verlangen erst, dat we alle top worden, ein Part von Gottes Segen zu mitnehmen von diesem Gottesdienst hier. Er schon Klaus gerührt, weil ich in Psalm 8, Vers 2 bis 5 lesen. Psalm 8, von Vers 2. Sagt, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, dass du, den man lobet im Himmel, aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Das fällt der Vers besonders. Weil wir uns dort wird, was Gott uns alles schenkt. Er sagt, denn was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Wenn wir denken an die ganze Schöpfung, das Große, was er alle gebeten hat, und wie Menschen so abtrünnig manchmal, so verzagt, und Grund so viel sind, was sagen wir, dass er uns denkt und dass er uns so viel schenkt? Und wir sehen, dass Gott es wird, er heißt von dir noch, was er wird, dass wir am Loben, am Danken, wenn es heißt uns wirklich sehr gut gewesen. Wir geben uns, was wir uns nicht verdient haben. Gott, wir gehen vielleicht eine Stunde, dann in Gebet. Uns himmlischer Vater, wir danken dir von dir. Willst du, bist würdig, dass wir dir danken, die loben, die ehren tun. Willst keiner kann das tun, was du das. Und wir können das nicht begreifen, was für eine Liebe du hast für uns Menschen. Wir finden so vieles, was du getan hast. Das Beste jetzt die Hand, um dass die uns was in deine Gegenwart, in deine Gemeinschaft haben. Aber wir sind viele Mal so abtrünnig, so leicht wetterwendig. Help uns, Herr, dass wir wollen stark wollen, dass wir wollen nur getragen wollen. Ich bete besonders das Gottesdienst, wo du zu beitragen, dass wir wollen die besser kennenlernen, auch besser kennenlernen, wo die zu dienen, und dass wir die zu ehren hier können sein. Und du segnest uns, und dann, was wir tun, wir segnest uns trotzdem. Musst du auch wieder durch diesen Gottesdienst auch in der Sonnenschulklassen, die bezeugen, sie mit der Lehrer, würden sich gerne reitgemerkt sein, auch die Kinder, reitgemerkt in die Klassen gehen, und dass du kannst für den Segen darauf geben. Musst du, wo immer dein Wort gepredigt worden hat, musst du die da bezeugen. Mocht die Namen verherrlicht worden. Mochten mehr Menschen das Ziel, Wahrheit klar kriegen, wo sie zu gehen haben. Ihr Leben klar kriegen, wo das erhalt steht. Aber ich freue mich, musst du auch gleichzeitig sein, wo du von der traurig sind.
aber was sich sehr einsam fühlen, also sind Sterbefälle, Anlegs was, sind noch Kranke, verschiedene Städten, möchte ich da alle dich bei sein und halten, den trösten und Kraft geben. Im Namen Jesus. Amen. Wieder entlassen. Dit is een Glaubenslieder Nummer 117. Mächtige Ströme des Segens, lass sie durchfluten die Welt, sende die Zeit der Erquickung, lave das dürstende Feld. Mächtige Ströme, Ströme, dein Wort uns verheißt. Herr, ist das treu für uns so köstlich, send uns in Strömen den Geist. Mächtige Ströme des Segens, hört ihr das Rauschen von fern, über die Herzen der Sünder, kommst wie vom Geiste des Herrn. Mächtige Ströme, Ströme, dein Wort uns verheißt. Herr, ist das treu für uns so köstlich, send uns in Strömen den Geist. Mächtige Ströme des Segens, sende sie, Herr, uns noch heut. Jetzt, wo wir flehend uns beugen, jetzt, wo die Herzen bereit, mächtige Ströme, Ströme, dein Wort uns verheißt. Herr, ist das treu von so köstlich, send uns in Strömen den Geist. Gut, in dieser Zeit von der Eröffnung, weil wir uns was Gedanken merken, über eine Frau. Wie hilft Gott? Wo helpt Gott? Vielleicht denkt ihr so, das ist natürlich. Alle haben Geschenke gegeben, haben Kleider untertragen gehabt. Viele, die krank werden, sind von der gesund. Das ist selbstverständlich, wir helfen das nicht. Aber wir wollen uns wieder mehr Gedanken merken. Ich glaube, es ist viele Mal, den Help, was wir kriegen von Gott, aus so eine, was wir nicht erwartet haben. Was wir anders. Und ich glaube, dass von der de verborgene Help nahen. Und so wie, ich glaube, was Gedanken wir merken, immer so wie wir mitkommen. Hoffentlich wird das wird Gottes gegründet sein. Die erste Gedanken, weil wir uns nehmen mit Psalm 13. Und dann, weil wir auch hier im Bund auch, man soll uns das top bestimmt. Mit Jesus in Elia, in was Psalm sagt. Wenn wir uns den 13. Psalm von Vers 2 durchlesen, hat bloß das falsch. Aber die Hauptvers ist der erste Vers. Vers 2 lesen wir so. Herr, wie lange willst du mein Sogar vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und höre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind rühme, er sei mein mächtig geworden und mein Widersacher sich nicht freue, dass ich niederliege. Nein, der sagt er falsch. Ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich,
dass du so gerne hilfst. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Psalmist sagt, er freut sich über Gott, dass er so gieren hält. Denken wir das so, dass Gott ook in ons leven ons gieren helpen wil? Je realiseert nog, we willen een klein beetje zijn als dat stemt met wat Jezus Luther zegt. In Matthäus 7, vers 7. Jezus heeft vele mal dat erwähnt, wat een gebed, een gläubiges gebed wat doen. En wat doen we in zijn naam beten. En laten we de vers, Matthäus 7, vers 7 wat auflesen. Bittet, so wird euch gegeben. Okay, als Sie danken haben, ihr Gruß, wo hält Gott? In Wirklichkeit, wo hält er? Viele Zeit, was an Sie irgendwo dat. Aber andere nicht. Sagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Welcher ist unter euch Menschen, so ihn sein Sohn bittet ums Brot, der ihm einen Stein bietet? Oder so er ihn bittet um ein Fleisch, einen Fisch, der ihm eine Schlange bietet? So dann ihr, die ihr doch arg seid, kennt danach eure Kinder gute Gaben geben, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten. Okay, deze leer nemen we pas uit. Jezus sagt, wenn wir als Eltern, wat we vielleicht zu fehlerhaft sind, mangelhaft in ons leven, onze kinderen kan goede dingen geven. Die dingen wat hen fehlt, wat recht is, wo sie es nicht gefragt haben, sagt er, was wofür mehr wird bevor ans dort geben, wenn wir ihm wat Dinge fragen. Also dann stimmt dort, dass Gott halt hier. Aber wo halt er? Dus ik danken, Gott halt hier. Dat is niet iets dat tröst uns, dat freut uns. Wir sind so viele Mal in so einer Stadt, wo uns gleich Halt fehlt. Ich weiß. So ja viele Mal. Wir stehen auf einer Stadt, wo wir uns meist haltlos fühlen. Wenn wir das beifügen, dann wollen wir es nicht merken. Viele Mal stehen wir in so einer Stadt. Nie zu weiten, dass ein Gott, der hält hier. Er will uns hier halten, das was uns fehlt. Wir lesen noch im Wort, viele Stellen lesen wir dort, wo Gott gehalten hat. Im Obenbund, wenn wir denken, wo er sein Volk führen hat, auf wunderbare Wege hält er die Menschen. Auch Einzelne, ganz einzelne Personen, die not werden, können heute halten. Wir würden Tausende Schriftstellen lesen, Begebenheiten lesen, wo alle Wegen Gott seine Hand hat, manche hat. Im Wort. Gott hält. Gott ist ein Bliff, Leib. Wenn es nicht veränderlich ist, als wir Menschen, einmal so, als er noch einmal so voll Erbarmen, in Haupt von der nach uns Menschen. Aber nicht von der, uns die Frage stellen, wo Haupt? Der hat uns. Auf dem Weg, was Gott halten wird, wo er das rütführen wird, hat Gott viele verschiedene Wege. Er ist allwissend, er kijkt in die Zukunft, er hat verschiedene Methoden, wo er uns halten wird. Er wird lange nicht all mehr rein. Nie wird auf einen Weg halten, mit einem Ding halten und die mit einem anderen Ding. Vielleicht der kommt, was auf der Seite steht, aber er hat verschiedene Methoden, auf verschiedene Wege, wo er uns halten wird. Und er wird nur als er das für gut sieht, was er uns halten. Aber vielleicht denken wir so, wohin würde mir halten, wenn ich ihn vielleicht nicht gefragt habe, mir halten. Aber bloß ein Beispiel. Manchmal beten wir vielleicht, dass Gott, dass er unsere Familie erholen. Dass er erholen, dass er am rechten Weg bleiben. Vielleicht sind wir eine Familie, die ist ganz verstreut, leben nicht im Glauben, leben in der Welt. Und dann wird uns so bang, dann beten wir Gott, dass er uns mit unserer Familie erholen. Aber denken wir an, was wir gebeten haben?
Dat hij wahrscheinlich wat op sehr verschiedene Wege schaffen will, um unsere Familie zu erholen. Op zo'n Weg, waar ik die nicht von gedacht habe. Und was hij in all die Allwissen hat, was sein, was nicht nur der Weg sein, meine Familie zu erholen, was hij wat mir Sohn und Sohn in meinen Weg stellen, anders wird das nicht passieren. Dann haben wir letztendlich doch gebeten, dass Gott wird unsere Familie beschützen, dass die wird auf den rechten Weg bringen. Aber ich habe nicht gedacht, was das alles für Brücken tut. Das will ich grüßen an, die verborgene Hilfe. Die Hilfe, die wir kriegen, wo wir nicht an gedacht haben. Viele Mal, wenn wir die Hilfe kriegen, dann sagen wir das nicht. Wenn es viele Mal, wenn Gott mit uns wo durchgeht, dann werden wir ungeduldig, verdrießlich. Im Grundteil fangen an, mit Gott wieder zu streiten. Ist das reich? Ist das dort, wo ich im Gebet habe? Wohin passiert mir all das? Also, das will sagen, wir können das nicht, dass Gott uns auf einen verborgenen Weg halten will. Mein Verlangen ist, wenn wir das stutzig durch sind, dass wir wollen einen Blick kriegen, Einsichten kriegen, von wo Gott halten wird. Wo er uns Halt schenken wird. Erstens, wo helpt Gott? Gott helpt uns, indem er uns Lasten ableihen wird. Das scheint ganz kurz mit so töricht zu sein, nicht? Das nächste Mal, wenn wir beten tun, das erst dann, wenn wir eine Last feiern tun, dass wir wollen die Last mal los sein. Und nun sage ich hier so, wenn Gott uns halten wird, in verborgener Weg, leicht uns Lasten ab. Bejaft uns was zu drehen. Wir haben Lust in die Hospitaler fahren, dann wollen wir die Menschen treffen. Auf der Rollstelle da. Wir wollen die Menschen treffen, die da vielleicht mit großem Video ihren Körper bewegen können. Aber das ist wahr, weil sie die Hilfe kriegen. Wenn sie operiert sind, nicht lange mit dem, dann muss der Patient, der muss anstehen zu gehen, der muss Bewegung kann. Das ist auf dem sehr großen Video. Aber da muss gleich kommen. Ähnlich ist dort, steht dort mit Gott seine Hilfe. Ähnlich ist dort. Jetzt kriegt, was wir alle würden in den Stich kommen. Wir denken an David. David glaubt einmal, dass Gott seine Hand wie Tag und Nacht schwab an. Der direkt an. Tag und Nacht wieder in Hand an, der direkt an. Lesen im Psalm 32, Vers 4. Aber nur dem sagt er, dass kriegt diese schwere Hand, der Haupt wie was, dass er endlich mal kümmert, in den Sinn von Dach kommt. Sehen wir das hier so, wo Gott hat, manchmal verborgene Weg ans Schaffen. Wer sagt das, dass Gottes Hand ab David seine Schulter schwer abdrehen wird? Wer sagt das, wenn er in dir manchmal eine schwere Hand ab ans Feiern tun? Das wird bitte verborgen. Bloß irgendwie weil dort, was verschmieden Gott vergeht. Wir meinen, dass Gott redet eins zum Beispiel zu uns, aber wir können nicht verstehen, was. Aber er redet zu uns. Denkt wieder an, mag wir dort, dass die züchtigende Hand, was Gott ab einmal über uns hält, dort kriegt es, wo wir so nur achten, wo wir so Frauen. Die Zeit, wenn wir in der Züchtigung durchkommen, das ist wenig eine Laus, das merkt uns traurig. Ein Mensch ist geneigt dann wach daran. Das ist kurz zum Anfang sagen, dass die nächste Zeit, wenn wir in der Lust fallen, dann fangen wir an zu beten, wenn wir an der Lust mal los sind. Wir wollen wieder frei sein. Wir wollen mal gut sein, frei gut sein. Und wir würden einen Ausweis sehen. Wenn wir kennen, werden wir die Schuld bloß nur das Film schieben. Weil es die, wo ich das wo ich durchgehe. Mensch, weil wir den Schuld geben. Denken Sie nicht an, das ist Gottes Hand. Das ist eine Züchtigung, was wir durchführen. Gott wird uns halten auf ein verborgener Weg. Und wenn wir denken an Wachran, wo wollen wir hinran? Wir wollen nicht, wenn ein Mensch wachrannt, der rannt in seinen eigenen Sinn wach. Wenn er steht, dass man eine Frau wird, dann denkt man an jemanden zu beschuldigen.
oder sich zu verteidigen, auf verschiedene Wege. Wir lesen über in Hebräer 12, den Auftragvers, wo ich am Anfang ein bisschen von sagen werde. Du lesen wir von, wann man der Züchtigung durchgeht, und erduldet, damit er nicht eidelig wird, er lässt sich über den Trag wiesen, dann folgt eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Krieg dort, wo wir am Beten deuten, dort eigentlich mit unserer Familie, wir wollen ein Weg sicher gehen. Der soll uns erholen können. Krieg hier gut die Frucht. Und das ist Züchtigung. Das ist unangenehm. Aber es ist wahrscheinlich, Gott hat das sein, und dass er mir die züchtigen würde, aber was im Weichstellen würde nicht dazu kommen, dass er kann, das Gebet beantworten würde, in dem Gebet haben. Ich will nach Jamaia erwähnen, wir wollen der Zweite. Gott helpt, indem er uns Schranken sagt, Grenzen sagt. Wie gleichen frei zu sein. Wenn eins so im Stich steht, er kann es nicht gut, wie mir jankert, steht ans Licht. Gott hat uns Grenzen sagen, wo wir und wo weit wir gehen können. Dann kann sein, da wird sein, dass meine Schwester oder meine Bruder an mir sieht, der wird den Weg gehen können, was mir sagt, wo ich auch gut lächeln zu gehen. Aber eins, wo Gott sagt mir die Grenzen, ich habe hier zu gehen. Er hat uns Grenzen sagen. Und das ist gut sehen. Gott hat verschiedene Methoden anwenden. Er wird an mir eine und an die eine andere Methode anwenden. Aber er hat alles mit eins Wort. Er will dort Gebet beantworten. Er will uns helfen. Unsere selbsterwählte Freiheit, ich sehe gut, Gott hat uns Grenzen sagen, Schranken, was wo. Wenn wir selbst uns gewählt haben, unsere Freiheit, wo wir gehen wollen, das ist gewöhnlich nicht heilsam. Gewöhnlich Mensch, der seine Freiheiten sägt, oder der nur gehen hat, der führt nur Bosheit. Und er will sein Fleischfeld frei sein, er will das tun, was am Jank hat, auch das Denken, oder was checken, oder was hören, was am Jank hat. Gewöhnlich führt nur Bosheit. Du willst, dass Gott uns Schranken sagt, Grenzen sagt, wohne für uns für eine Sache sein soll. Vielmal, wenn Gott uns die Grenzen sagen wird, dann tun wir unsere Pläne, wir tun einen Schritt übertragen. Some Menschen, die haben sehr viele Pläne, sehr klare, sehr festgesagte Pläne, wo sie in ihr Leben noch mal ankommen, was alles wollen sein. Und wenn Gott dann in die Wehrstrecke im Mund hat, dann ist entfernt ein sehr, sehr großer Fehlschlag. Andere die sind geduldig, nehmen sich nicht besonders schwer. Nehmen bloß den Tag. Für die ist das nicht ein großes Ding. Und für so eine, die so ein sehr starkes Ziel haben, ein starker Willen, was einfach sehr gut ist, wenn Gott dann eine Wehrstrecke am Mund hat. Gott hat manchmal um uns zu halten. Er sieht das wohl für uns, dann hat er das so. Kriegst du es wie an sich Kinder? Wir tun dir eigentlich manchmal Grenzen sagen. Wir tun Gebote oder Verbote sagen. Das kostet du, das kostet du, das sollst du nicht tun. Und das tun wir immer an den sein, das soll für uns ein Schutz bringen. Wir wollen mal eine Sicherheit geben. Wir sind in die Gefahr, wenn wir in die Gefahr sind, sagen wir das alle. Und wir sind dort, Kinder, die darauf achten, das ist ein großer Segen. Viele, die bleiben für große Schulden bewahrt, bloß weil sie sich erhöht haben, was die Augen sehen. Wohin wird wieder nicht, wenn Gott uns Grenzen sagt, der auch so bereit sind zu hören. Und Gott auch mir in die Welt für große Schulden bewahren. Wohin wo wir durchgehen sind, wenn wir selbst an die Kinder sagen dann, wohin wird wir Gott, der allwissend ist, nicht auch respektieren, in dir horchen, wann er uns das sagen hat. Wir sind dort ein Billy an sein Leben. Wenn er dann endlich mit diesen Menschen mitgeht, die wollen am annehmen, dass er das Volk Israel fluchen soll, wenn sie haben alle Angst vor das Volk, dass sie würden vielleicht angenommen worden von ihnen. Aber Gott hat Grenzen. Er sagte nicht. Er fängt an, leiblos auf das Tier zu schlagen, wenn er sagt, Gott sind wenig.
als ich bitte ähnlich, was wir manchmal tun. Gott hat mir eins, wo Grenzen sagen, manchmal braucht er Menschen. Und dann probiere ich, vielleicht rumzuschlagen. Mit wir. Oder ich das Wort, ich den Menschen bei Rami, und nicht, und gedacht, dass Gott sagt Grenzen. Er will mich selbst behandeln. Ich nehme das an, das Mensch legt mir im Stich. Der helpt mich nicht, der legt mir im Stich. Und denkt nicht an, dass Gott vielleicht kriegt, das brauchen will, an mir die Grenzen zu sagen. Und wie gesagt, wenn er will haben, ich soll wohl mit gewinnen, dass ich das will, dass ich eine Frau in der Anstellung habe. Wenn Paulus lese, Paulus, der hat ein Lieden, er hat ein Lieden, was er gedacht hat, Hänger am sei. Er hat al 3-mal gebeten. Und Gott nimmt ihm das nicht wahr. Wo wenig. Gott sagt dort, dass Paulus ging sicherer mit dem Lieden. Er ging sicherer. Er sagt, er nimmt das so an, und das heißt nicht, wo er erheben, für die große Offenbarung, was er von Gott gekriegt hat, gibt Gott das in seinem Leben, das heißt, ich soll verdämmigen. Also ich soll damit dich holen. Ich sehe so, manchmal braucht Gott Menschen. Toen Menschen warnen, aber an andere sagt Menschen die Grenzen sagen. Gewöhnlich sind die Menschen, die das nicht belebt. Die werden gehasst. Maar eens weer warning reach met. Er will Hund verholen, eens wo. Die Menschen wird gehasst. Das Prophet Jeremia, er will in so einem Zustand ist das. Er will ab ihrens das Beste für Volk Israel. Er will ab ihrens. Und er predigt sehr. Er sehr dringend. En die dachten ihn anbringen. Lesen wir Jeremia 38, Vers 2. Lesen wir dort. Die Kriegsknechten, oder die Königssinier und die Stalle sagen, bringt den bloß mal an, wenn der hat Schuden an das Volk. Der merkt alle Menschen verzerrt mit seinen Reden. Das wird viele Mal ist. Viele Mal, einer wird diese warnen wird. Die Führer am Heim, die Prediger in der Gemeinde, die werden viele Mal gehasst. Weil die schien zu, der will mir Grenzen sagen. Ich will gleich diese Friede haben und irgendwo lassen wir nicht mehr Tag. Einmal wahrer reden wir von. Dann stehen wir uns über die Menschen. Und Gott hat das aber dort, er will uns sicher führen. Dort sagt er da. Dort braucht er da. Drittens noch, wo wir kort übergehen, wo helpt Gott noch, am Verborgenen war? Gott helpt, indem er uns Teipe Demütigung schenkt. Das ist einfach das ganz Schlimmste. Teipe Demütigung schenkt. Er hört nicht nur, was wir beten tun. Wenn er steht dort, was wir kriegen, was wir gebeten haben, dann schenkt er uns eins von dem Wahrheit, dass wir uns ganz gründlich verdemütigen machen. Das ist sehr schwer. Dem einen schreibt er dort, dass er eine ganz gründliche Niederlage im Natürlichen hat. Er hat bankrott. Sie haben ein Ding mank, andere Ding mank. Ein Mensch hat zwei, natürlich. Viele Menschen, die kennen das meiste Leben nicht immer, wenn sie bankrott kommen. Andere waren, die kennen an Gottes Hand leihen und gehen besonders Halt. Andere waren, die haben so eine klare Pläne gehabt, Ziele gehabt, was wir nur gehen, und die haben einen Wegstreck immer, und jaft das nicht. Die Menschen sind besser getäuscht, was ich auch vernommen habe. Den Dritten, den leichte ein Krieg ab. Ein Krieg von Leben. Wat een motor, zum Schaffen, Motor den verder te brengen, als op eens van anderen af te zijn. Een Krieg leicht het ab. Nog de andere, der versaten als zij die betrübt zou. Dat wat alles te doen heeft, de laatste deel. Dat heeft God in zijn alwissen het gedaan. Dit checkte alles an uns zu halten. Schien uns doch nicht unlogisch zu sein, nicht deutlich zu sein, wo Gott halten kann in diesem Reich? Das ist unverständlich. Das ist nicht zu begreifen. Das ist der Weg von der verborgenen Art und Weise, in der Gott helfen will. Er will uns halten. Aber um das alles zu verstehen können,
damit wir verstehen können, was das Kreuz zu bedeuten hat. Charakter ist das, was wir wöchentlich im Stich daran, das Kreuz. Wir wöchentlich mal los zu sein. Das soll abhören mit Recken. Jesus sagt, wird es allmählich. Wenn ich das Kreuz abnehmen und folgen, dass der Wort in die Gottes dann kommt. Um das zu verstehen, muss wir sagen, muss wir verstehen, was ist ein Kreuz zu trauen. Besonders die jungen Menschen von dir, ist das sehr amtlich, ein Kreuz zu trauen. Wo ihr wollen, gebrochen soll werden. Das muss sehr passend leben, was die würden wahrlich sein, ein Kreuz zu trauen. Und was wir am Bach sind. Das sei wie ein Beispiel von Wahrlichkeit, das Kreuz zu trauen. Wie ist die Wahrlichkeit? Aber das sei wie auch so für uns unzufrieden. Morgens, wenn wir auf der Trauen haben. Gott, der uns alle durch das Kreuz Christi halten. Und ebenso haben wir auch gedacht, uns zu halten, indem wir ein Kreuz trauen. Das Kreuz, was uns ableiten hat, das bewahrt uns vor Hochmut, für Übermut, für Selbstsucht, aber dass wir Gott vergeben. Das ist ein Ausdruck, was manchmal gesagt wird. Wir vertrauen nicht schlechter als eine ganze Regel Deel. Und ohne wie du sagst, wo wir sollten sagen, kein Kreuz vertrauen haben. Alles geht leicht, alles geht verweicht. Wir vertrauen nicht schlechter als dort. Dann ist uns das deutlich, dass das Kreuz, das bewahrt uns für viele Schlechtet, vieles, was uns zum Schulden ist. In Gott, der will gieren, uns in dieser Demut holen. Er will uns in der Genut von der Demut will uns bewahren. Viele Menschen, die sich hier bei Hand reichen lassen, die sind lieb geworden für Gott. Die sind welche was mit sich selbst ganz bankrott tun. Und Gott hat konkret worden in ihr Leben. Manchmal muss der Herr uns alles uit de heen nehmen, omdat hij ons wat fällen kann. Onze hängen sind manchmal so voll von Dingen. Und der hindert ab, dass Gott uns nicht dort geben kann, wo uns hat nur verlangt. Ich direkt, wir können verschiedene Bitten gehört haben, aber eins ist, wenn wir beten, Gott, bewahr uns aus Eltern mit der Familie taugt, dass wir wollen auf den rechten Weg kommen. Dann wird er so eine verschiedene Wege brauchen, um uns führen. Und viele Mal, ohne dass wir nur gefragt haben, ist uns so gut, er will dann noch der Pastor. Du willst ihn noch an den Regen gedreht haben, du hättest all diese Wege schaffen. Diese Reihe von Methoden, die Gott angewandt hat, habe ich bloß großartig erwähnt. Er will, wir können weit anlegen. Wir können verschiedene Anliegen sein. Wahrscheinlich, wenn wir nur im Stütz über nur gedacht haben, da würden uns auch verschiedene befallen, ab wovon war ich Gott in dem Leben, was ich verschafft habe, oder schaffen habe. Mein Verlangen ist, dass wir würden bewähren wollen, Wahrlichkeit zu beweisen, Herrn sein, ich sie wahrlich dort zu drehen. Ich sie wahrlich mich zu verändern lassen. Viele Mal kann Gott viel Eier, was beschenken, er darf gleich so eine hohe Weg gehen, wenn wir Eier herrschen dann. Muss wir ein Welt haben, ein Uhr, ein Weg, oder ein empfindendes Uhr, zum Vernehmen, was sie wollen ist. Und da sind wir sehen. Weil wir uns singen, Nummer 122. Im Glaubenslieder. 122. Welch ein treuer Freund ist Jesus, der da immer hilft so gern. Welch ein Vorrecht es zu bringen, alles im Gebet zum Herrn. Oft wir unseren Frieden stören, und die Ruhe ist uns fern, weil mich immer gleich wir bringen,
alles im Gebet zum Herrn. Kommen Prüfungen und Leiden, leuchtet dir kein Freudenstern. Sage nicht in solchen Stunden, komme im Gebet zum Herrn. Wenn die Not am allergrößten ist, die Hilfe dir nicht fern. Bringe, was dich ängstlich quält, alles im Gebet zum Herrn. Bist du matt und schwer beladen, wärest du erquicket gern. Jesus ist der müden stärkig, gläubig komme zu dem Herrn. Stehst du einsam und verlassen, ihm allein zu trauen lern, bringe froh in allen Lagen, alles im Gebet zum Herrn. Nummer 109. Ach, dass mein Wandel heiliger wär, mein Herz dir mehr gemein, wär ich des Geistes voll und mehr, zu deinem Dienst bereit. Schlag wieder in den Herzen mein, Geist Gottes auf dein Zelt, mach selber mich von allem rein, was dir an mir missfällt. Und bloß mein Herz an dem noch hängt, das edel nicht und rein, treib aus, was dich betrübt und kränkt, und throne dort allein. Dann wird mit Gott mein Wandel sein, dann bin ich ihm geweiht, und durch des Geistes Kraft allein zu jedem Werk bereit. 128. Wird Frauen abstuhlen, würde passen das. Selige Gewissheit, Jesus ist mein, nun kann es recht ich des Lebens mich freuen. Erbe des Himmels ewig beglückt, wie schon der Vorschmack wann ich entzückt. Dies ist mein ewiger Jubelgesang, Jesum mich preis mit freudigem Drang. Dies ist mein ewiger Jubelgesang,
süße Ergebung, himmlische Freud, ist man dem Heilande völlig geweiht. Göttlicher Frieden füllt meine Brust, seine Gebote sind meine Lust. Dies ist mein ewiger Jubelgesang, Jesu mich preis mit freudigem Drang. Dies ist mein ewiger Jubelgesang, Jesu mich preis mit freudigem Drang. Seliger Friede, heilige Rast, Jesus bewahrt mich und trägt meine Last. Glücklich wird sicher das sein, Jesu gehörig, Jesus ist mein. Dies ist mein ewiger Jubelgesang, Jesu mich preis mit freudigem Drang. Dies ist mein ewiger Jubelgesang, Jesu mich preis mit freudigem Drang. Darf ich Platz nehmen? Går vi över till bekommelse för dessa Werk. Aufruf zur Andacht. Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Einfältigen. Psalm 119, Vers 130. Wir sind von der zu der Botschaft, Prediger Pancho Peters. So, da wir saß, wir waren im Kleinen da wir, und da wir nicht passend. So, nun um heute Gelegenheit, wo das große Verreich. Nu scheint halt te komen, so die Schwestern von onze Maas aan welkom geheten. Vrij en onze broer Pancho van de boodschap brengen. Goed, bekendmaking van jou, dat zegt de tweedaartig, mooi dat jugend. Dreidaartig, nummerig. Dan heb je gelegenheid bij ook hils te treffen. Wat je alle ook hils is. Dat je weet. En de jugendleider zeggen, je zijn aangelodigd even te onkas. So dann sind die, ich wünsche, eine wird noch in die Jugendjahren. Aber das ist vorbei. Gut, ich wünsche schon einen gesehenen Tag als Jugend, wenn ihr da top kommt, könnt ihr bühen dort. Gut, Morgenandacht bei der Schule, wo wir Klassen ist hier, ein Frauentag in unserer Klassen ist, für Piet Peter schon an 18. Drittens, Mittwoch, gleich auch sowas als Bibelstunde in der Anleitung ist von Bruder Benny Fair, 106. Freitag, Plak 7 sowas, als jedermann angelaten zu einem Schulschluss von der Sekundarschüler hier in Scheinfeld, im Gymnasium, sind alle herzlich angelaten, zu Freitag, Plak 7. 5. Sinnung, Plak 7 morgens, als Manna Gebetstunde. 6. Am Plak 8 sowas, als dann Gemeinde und Jugendchor, also zur Sinnung, mein dort, als das Werk, Gemeindejugendchor, Sinnung gleich auch sowas. 7. in diesem Werk war das Schulgeld angefordert worden und das mal erst für 2 Monate. Und dann 8. lesen, das Buch Eine Mutter nach dem Herzen Gottes ist für jede verheiratete Frau zu nehmen. Wir haben viele sind nach dem Mutterstag und die Becher, die werden verfehlen nicht und Tiet hier. Und sind noch nicht ganz alle hier. Aber 100 sind gekommen und von der sind nicht ganz alle mit hier in der Kirche, wo wir ähnlich, wir sagen, wir 12 hast, erst und so wieder. Und folge dessen, ich glaube, die wollen Tauregen, aber nicht, dann sie ganz geladen, die sind ganzen Karten sind der andere hier sind. Die sind alle so wirklich sakrieren
En deine Frühs von der Hängerei stehen und geben junt alles in Bücher steht, die, was die befreit sind. Und dann einen herzlichen Dank an alle, was sich verantwortlich gemacht haben vom Muttertag. Durch das Speisekomitee hat sich am gechammert, wir hatten wirklich eine ganz schöne Mahlzeit Sonntag. Und dann werden die Jugendleiter, was halten mit Jugendtop für die Decoration, wie die Dash und so weiter. Und mit anderen Dingen halten sie mit. In der Speisekomitee werden sie auch an all die Mithelfer kriegen, also ich herzlich zu bedanken. Das ist ein großes Dankeschön für alles, was Gott danken und am Loben und Preisen für den gesehenen Abend können haben. Yes. Und dann hast du einen Dank für die Unterstützung von die Schwester John Levis, San Diego. Ein Besuch ist willkommen. Vielleicht wollt ihr, ich hoffe, ihr könnt alle verstehen, wir sagen herzlichen Dank für die respektvolle Anstellung, was wir, die Dr. Schwänzen, dass John nach so schwach wird, dass er nicht wird zu mir gemerkt worden. Und nu als er zoveel beter auf, nu lukt hij zijn ja's. Nu freut hij zich voor ja's. Ik weet gestern in jene avond en hij weer einfach, ja, hij weer vrouw, hij heeft een zware kampf te kämpfen, aber hij weer vrouw en in zijn rekening als een streek daar is gemerkt worden, dat ze daar naar Öffnung geht haben, aber danach, hij houdt vast aan God. So, sei welkom door aan te bezieken. Die Schwester fehlt dat an meiner Gemeinschaft gegenwärtig. Gut, Almosen sind 15.840, was der für seine Kurs wird in $141. Hier sagt, die Stunden, die wir mit Gott verbringen, sind die Brunnen, aus dem unsere Heilung fließt und unsere Freude. Nächstens noch, die Schwester Knalls-Giesbreis bedanken sich sehr für das Eten, was sie gekriegt haben, die Lothar paar Weg und für all die Besuche, was hier war sind. Dann sei dankbar dafür. Wieder will ich beten für so etwas Schweiert. Gestern hat Johnny Berg, Kansas, sein Leben beendet. Er ist ein Souverän zu diesen Baumensbreiter, was hier sind. Das ist, den sie nicht früh als ein Souverän. Johnny Berg hat sein Leben beendet. Und eine Tochter hat das ich verstanden, hat er starb geworden, ja. Und adlerlich gereist, Leben beendet. Und die Tochter ist in schlimmen Zustand, was jetzt nicht sagt, ich weiß nicht, was von dir ist. Teil sein, was von dir ist. Goed, wer ist Johnny Berg? Die woont nu mal in Wellenborg in Berwol, kamp 107, daar weet je om eens heen weer. Zij is daar zien, ja. En dan woont een Hendrikse Watses hier in Berwol, wat allemaal hier bij ons terugkomt. Johnny is in de vroeg als der dochter. So, weet je, het zijn voor ons sehr bekende, veel gemeenschap hier met end. En zijn nu in zo'n schwere leeuw staat, waar we wieder van beten. En eerst ook wieder beten voor die, wat door zum Glauben komen. Dann einmal mehr sind, was abstand zum Glauben kommen, und die waren ganz gewaltig sehr angegriffen. Weil jetzt so ist noch was hier, was da passiert, und was sie versprechen tun, wenn sie wollen, wem die Holen kriegen, dass die was für die nicht sein kann, was für die nicht schaffen kann, mit die bis irgendwo lang kann. Weißt du, so eine Einstellung erst da, für die, was der Deppen mit Gottes Segen, das sollte uns behandeln. Wir beten, dass du bist von stark geworden in ihrem Glauben, dass du wollen durchhalten, en dat je een vervolging, en dat je een vervolging in je andere raus, maar dat is de mij wie we beden, dat is de mij wat God zich bezeugen, en dat is een grotere erwartung wat geven. Mutig vooraan, im gebed, God is een arbeid, dat je een erwartung. Goed, wieder wel drauf punch, was man moet doen. Ja, fertig. En Gottes Woord aan te kijken, om zin vanmiddag een godsdienst te zijn. Ik ben ongereed worden. Ik heb met dat wat we hier hebben, meer als motor gesproken worden. Wat we beten doen, op van de weg, dat God dan verken antwoorden dat, niet? En wo God voor ons doet is, voor ons goed zijn. Hij is op onze ziel.
Wenn wir dort wollten, dann haben wir uns frei und kriegen, wo wir sind, was wir durchgehen. Wenn Gott auf uns sieht, was kann dann gegen uns sein? Ja, ich habe von der hier und so einen Thema mich gewählt, einen Aufschnitt mich gewählt, was mir wichtig ist. In den Aufschnitt, oder ein Thema soll ich sagen, was viel Unterschied merken, der man Christen von der und da. Ein Thema, was von Büten zu sein ist, so viel Mals, wo dort stehen das an der Person. Ein Thema, was so viele Menschen merken, dass Entscheidungen treffen. Ein Thema, was so viele Christen im Gottesdienst sitzen und wo sie gehindert wurden. In das Thema, dort ist einfach die überschriftliche Botschaft, was ich hier sage, mit ein Wort, Vergebung. Wir wollten dort ein Thema Vergebung, dort ist ein breites Thema. Wir können reden von der Vergebung unter uns Menschen. Wir können reden von der Vergebung Gott uns Menschen gegenüber. Wir können dort Thema so breit machen. Wir können ein Thema Vergebung eine finanzielle Lehren sagen. Wir können dort ein sehr breites Thema merken. Und ich will von der oben Aufschnitt lesen in Matthäus Kapitel 18. Der sagt, redet von, wo das Himmelreich gleich ist. Matthäus Kapitel 18, Vers 21, bis 35. Wenn wir uns die Verse mal lesen. Da sagt es der, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, hier ist, wo Petrus zu Jesus reden wird, sagt der Herr, wie oft muss ich der meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Dann sagt er, darum ist das Himmelreich gleich einem König, der mit seinen Knechten rechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, kam ihm einer vor, der war ihm 10.000 Pfund schuldig. Und da er es nur nicht hatte zu bezahlen, hieß der Herr verkaufen ihn und sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte, und bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und betete ihn an und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da jammerte den Herrn des Knechtes und er ließ ihn los. Und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einer seiner Mitknechte, der war ihm 100 Groschen schuldig. Und er griff ihn an und erwürgte ihn und sprach, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis dass er bezahlte, was er schuldig war. Da aber seine Mitknechte solches sahen, würden sie sehr betrübt und kamen und brachten vor ihren Herrn alles, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du Schalkknecht, alle diese Schuld habe ich dir erlassen, dieweil du mich batest. Solltest du denn dich nicht auch erbarmen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr war sehr zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis dass er bezahlte alles, was er ihm schuldig war. Also wird euch mein himmlischer Vater auch tun, so ihr nicht vergebt von euren Herzen einem jeglicher seinem Bruder seine Fehler. Dit is een eng, wat ons leven niet vreemd is. En dit is een eng, wat doen zo niet wie gereden dat. Dit is een eng, wat ons hier en zo, een opschnap, wat ons hier en zo, dat veel van ons leven als een Christ durchstaan. Viele Menschen von der und Tag, dort sind verbesserte Menschen. Viele Menschen von der und Tag, dort sind einfach läuflose Menschen. Die haben nicht eine freundliche Einstellung, wenn sie nicht eine vergebende Einstellung haben, den Nächsten gegenüber. Viele Christen von der und Tag, die nahmen sich und bekennen sich als Christen durchzustehen. Und sie sind aber nicht reut, dem Bruder seine Fehler loszulassen, dem Bruder zu vergeben. Weil nachdem was ich erst dann fragt mich manchmal, wo wirklich hat diese Person die Vergebung selbst erfahren könnt. Je welcher mir das was sein, was Jesus für mich im Kreuz getan hat, und gerade in dieser Zeit gedacht, wir haben groß unsere Karfreitag-Zeit,
Wir haben unsere Osterzeit, das haben wir vorbei. Wir haben Botschaften gehört. Wir haben Wort Gottes gekriegt, was sagt das Wort Gottes, was Jesus dort getut hat, was ihm dort gekostet hat, für die und mir Krieg zu gehen. Wir sind just in diesen Zeiten, wo wir uns wieder nachluten, wo dort wahrlich brücken, wo Jesus der Himmel fährt, wo der Heilige Geist raufkommt, wo wir uns in die Dinge nachluten. Das ganze Thema, das handelt sich um, dass du und ich können gerat sein. Dass diese Vergebung, dass das Preis am Kreuz getut wird für uns. Und da von uns, wir haben das angenommen, wir haben das erfahren. Und wir haben das mit uns Leben bewiesen, dass wir das erfahren haben. Dass diese Vergebung, was durch sie für mich geboten wurde, dass ich das angenommen habe, das Preis wird erst getut worden. Aber manchmal, dann ist uns das so schwer, diesen Bruder, was sich an mich verschulden hat, zu vergeben. Und dort ist, wo so viele Christen so lohm merken das, so verbessert merken das. Dort ist, wo so viele Christen diese Liebe zu dem himmlischen Vater, dort das ganz darf merken. Dort ist, wo du merken, dass so viele Christen diese Liebe Gottes nicht mehr schmecken können oder den nicht ganz erfahren dürfen. Dort ist, wo die Christenleben lau merken das. Dort ist, wo du bringst das, dort auf eins die Christenheit sein, das ich muss das was sehen, ich muss mehr Üterliches haben, ich muss mehr Physisches haben, ich muss mehr was haben, ich will nun Gottesdienst führen, wo das mehr Leben ist, wenn sie das nicht leben. Weil das Leben, das kommt vom harten Ried, das kommt nicht vom Bieten und Nehmen. Das Leben, das auf Christus anfangen, in dem das uns hart reinmerken das. In dem das wieder Vergebung annehmen, und dort ist, was Leben bringen das. Dort ist, was diesem Barm, was merken, dass die was auf ein ewiges Schiel, dass die was eine Freude im Leben sind. Wenn ich nicht losluten kann, da war ich wahrscheinlich in so ein schwieriges, kampfvolles Christenleben haben. Ich will nicht gern im Sieg sein. Ich will so vielmals unterliegen. Ich will so vielmals Dinge anwählen. Ich will so vielmals rechte Entscheidungen merken, wenn es mein Prüfungsvermögen dort erst nicht durch, wenn es ich sei nicht nüchtern. Ich habe mich irgendwo meine Sache, mein Ziel für mein Christenleben verwaschen, an dem dort ich nicht klar sein. Was ist eine Vergebung? Wenn wir uns hier mal kurz ein bisschen nachdenken, wie sollen das hier in diesem Aufschnitt, was wir lesen, hier kommt Petrus nur Jesus und sagt da, wofern soll ich den Nächsten, der sich um mich verschuldet, vergeben? Reg 7-mal 1000, sagt er. Dann sagt Jesus, nee, nicht 7-mal. 70-mal 7-mal, sagt er. Und andere wird gesagt, du hast nicht ganz. Wir wollen vergeben. Wir wollen losluten. Und wir wollen immer weiter bereit sein, zu vergeben. Wenn es der Schuld, was uns vergibt ist, wir haben können uns ganzes Leben lang gute Worte tun, das wurde nicht zugerichtet haben. Wir haben können uns ganz unseren Leib brennen lassen für den Nächsten. Wenn Jesus nicht wie gekommen, mir Lustigkeiten, das wurde nicht zugerichtet haben. Du hast im Preis getut worden. Ich hier letzte Weg von einer Person, was kürzlich gestorben wäre. Und dann frage ich, wo steht die Person im Glauben? Und dann sagt diese Person mir, der hat alle gute Dinge, der hat viele gute Dinge im Leben gehabt. Der hat alle Dinge ertragen mit Menschen, wo sich verfehlt hat. Der hat so viele kleine Einzelheiten, die wir in aller gut abklären mit den Nächsten. Ich sage, wo steht die Person im Horten? Hat Jesus angenommen? Na, der wird doch wohl taurigen. Der hat gedacht, all diese gute Worte getan. All diese gute Dinge, die riechen nicht tau. Wenn es wie wären, auch der, was diese 10.000 Pfund schuldig wären. Ans Leben, unsere Familie, unsere gute Taten, die riechen nicht tau. Jesus kam und betont den Preis. Woraus sind ich, den Nächsten loszulassen? Eine Vergebung, wenn wir dann kicken, Jeremia 31, sagt das mal, uns wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle kennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Und dann sagt er wieder, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihren Sünden nimmermehr gedenken.
Wollen wir hier aus dem ersten Punkt haben, was ist eine Vergebung? Eine Vergebung ist, vergeben, loslassen und ihre Sünden nimmer mehr gedenken. Dort ist der Weg, wo Gott vergeben wird. Dort ist das biblische Beispiel, was wir finden in der Bibel von Vergebung. Vergeben ist strecken und nicht mehr zurückgreifen danach. Strecken und dort am deutlichsten mehr tun, wo nicht mehr was gedacht wird. Vergeben, das ist einfach ein Ding, wo wir vielmal sagen, das geht doch nicht bloß so zu vergeben. Das ist doch so graff geworden. Mir ist vielleicht arg behandelt worden. Oder von mir ist ein falsches Zeugnis nur geredet worden, was du uns nicht wahr wir, was du bloß eine Lüge wir. Er konnte doch nicht bloß so vergeben. Der Person, was er getan hat, die wird doch ich mal einen Teil von der Fällen auslassen, was er geschoten hat. Ist dort, was Jesus tut? Während wir in Sinn leben deuten, wo haben wir Jesus verachtet? Wo haben wir Gott verachtet? Wo haben wir ihn verspottet so manchmal? Wo haben wir ihn mit Füßen zertreten, während wir in unserer sinnlichen Natur, in unser Fleisch leben deuten? Den Tag, wie nur Jesus kam, hat er uns die Dinge nicht mehr verhauen, dass wir bloß einfach vergibt. Betont. Vergebung kann manchmal ein Prozess sein. Vergeben, das kann, so hat manchmal gesagt, Vergebung kann manchmal ein Prozess sein. Vergebung, das ist eine Entscheidung, was du in echt merken tun. Ich darf entscheiden, ob ich die vergeben will oder ob ich die will, die Dinge gegen die festhalten. Ich darf entscheiden, ob ich will loslassen oder ob ich will wieder quälen mit der Sache. Weil manchmal sagen, Vergebung ist ein Prozess. Ich glaube, ein Vertrauen abzubühen, jemand gegenüber, das ist ein Prozess. Das Vergeben ist eine Entscheidung, die ich merken darf. Wenn du die mir gegenüber verschuldet hast, ich darf entscheiden, dass ich die vergeben will. Ich darf entscheiden, dass ich Jesus lieben will. Ich darf entscheiden, dass ich die lieben will. Die Dinge handeln sich nicht am Gefäller. Vergebung ist eine Entscheidung. Wenn ich da denken an, was mein Fleisch nicht erfüllen wird. Als Stephanus tun so auf die Knie liegt und es am gesteinigt wird, was will hier Stephanus in Utrecht? Bruder, behalt am diesen Sinn nicht. Gleich wie, während Stephanus du mit Steine gegliedert kriegt, dass sein Fleisch du noch feilen deit, diese vergebene Einstellung, sein Fleisch du noch feilen deit loszulassen. Oder Jesus, er hängt uns so am Kreuz. Dann sagt der Bruder, wie auf an, da wird nicht was zu tun. Wie das ein Gefall, was das Fleisch hat, oder wie das eine Entscheidung, wo du gemerkt wird, ich lud los. Ich lud und denk, gut, ich kann das nicht mehr festhalten. Vergeben kann es sein, das ist auch ein Versprechen mit mir selbst. Ich kann versprechen, die Person nicht mehr dort gegen zu halten. Wenn du die gegen mich verschuldet hast, oder ich mich gegen die verschuldet habe, ich komme die, an Reue, an Buße. Ich freue die an Vergebung. Die sagt, ich vergebe die. Den nächsten Tag, dann sind wir vielleicht irgendwo taub. Ich darf die Sicherheit haben, du hast losgelassen. Wenn ich nicht irgendwo an der Arbeit gewesen bin, oder ich habe einen Arbeiter gehabt, und der ist irgendwo andere gewesen, mit finanziellen Sachen. Ich habe vielleicht irgendwo ein Geschäft anvertraut. Und er ist andere gewesen. Und ich war dort an. Ich komme noch an. Und das Leute, ich vergebe ihm das. Ich war dort nicht mal gegen ihn hauen. Aber wahrscheinlich wollte ich ihm nicht in diese selbe Position frisch sagen. Das ist das Vertrauen, was frisch abgebildet wird. Aber die Vergebung, der ist 100% durch. Ich war dort nicht mal gegen diese Person hauen. Ich darf dort nicht mal gegen diese Person hauen. Vergeben dort ist nicht eine Entschuldigung. Vergeben ist nicht ein Sorry sein. Vergeben dort geht viel tiefer als mit dieser oberflächlichen Ausdrücke, was so vielmals gebraucht wird. Oder so manchmal wird gesagt, wenn ich mich dann verschuldet habe, dann hol mir das zu Geld. Weil wenn du noch nicht selbst die Überzeugung hast, dass du dass du verschuldet hast, was soll dann verzeiht werden? Aber meine Abgabe, die gegenüber, deine Abgabe, die Nächsten gegenüber, sind die Dinge loszulassen. Ich glaube, wenn wir hier von der wurden, ans alle einzeln frei, na dort, wo du diesen letzten Weg begonnen hast, all deine geschäftlichen Dinge, morgen früh,
Eltern Kinder gegenüber, Kinder Eltern gegenüber. Ik glaube, we hebben alle met dit thema wat te doen gehad. Ik ben ergens wo besteed gekomen, wo ik hem moet vergeven. Oder wo ich het zult vergeven. Wenn ich das nicht getan habe, dann ist mir das wahrscheinlich gerade nu ein Hindernis, dass ich das nicht getan habe. Wahrscheinlich sind unsere Dinge, was uns irgendwo anmutet, wo wir vielleicht nicht handlos gelassen haben, wo wir nicht sind reut gewesen, Dinge gut zu lassen. Vergebung ist nicht ein Gefall. Manche Leute werden einmal gefragt, als hätte das nicht fallen können, sie in Sinne vergeben. Na, sagt er, du fall ich das nicht. Ich weiß das nicht. Am Glauben habe ich Jesus Christus angenommen. Ich fall das nicht, wenn ich sehe ein Fleisch, ich sehe einen verdorbenen Körper, wo du uns an Sinn ist. Vergeben, das kann manchmal sehr schmerzlich sein. Wenn über die erst wird nur geredet worden, dann kann es viel kosten, diese Entscheidung zu merken. Aber wenn von mir Dinge nur geredet worden, oder du erst dich irgendwo eine Untreue passiert, außer einen zwischen ein paar Lied, zwischen Arbeitern wird ein Arbeiter, das kann manchmal schmerzlich sein. Das ist eine Entscheidung, die wir merken dürfen, das ist nicht abgefallen, was wir das Ding bühen dürfen. Lukas 17, Vers 3 und 4 sagt in diesem Weg, hütet euch, so dein Bruder an dir sündig, so strafe ihn. Und so es ihn reut, vergib ihn. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal am des Tages wiederkäme zu dir und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Weil mir in der Thema nachluten, der Wort eine vergebende Anstellung meint, weil ich hier in der Kirche der Worte sein, wo sie sollen vergeben. Wenn du ein Bruder erst, der kämpft mit mir und sagt, mir reut das, was ich getan habe, dann soll ich ihm das vergeben. Und dann sagt er, und wenn ich 7-mal am Tag das selbe denkt, war er und ich kann 7-mal am Tag mit mir und sagt, Pancho, mir reut das, was ich getan habe, dann soll ich dem 7-mal vergeben. Wenn wir zu nachluten tun, und das vielleicht gedacht, das ist keine einfache Sache, was von uns verlangt wird. Wir haben klar haben, das ist nicht ein Ding, was uns als Christen erst durchgesagt, wenn die dort jankert und dauert. Das ist uns als Christen durchgesagt aus dem Befehl. Das ist uns als Christen durchgesagt aus dem Gebot. Wenn ein Bruder 7-mal am Tag befehlt das an mich, dann ist meine Abgabe 7-mal am Tag zu vergeben. Wann das mit demselben Ding passiert? Was hast du den letzten Weg belebt? Wo bist du wehgetan worden? Wo ist die unfair behandelt worden? Hast du das losgelassen? Hast du das losgelassen, wo diese Dinge an deinem Leben passiert sind? Manchmal kann es auch sehr schmerzlich sein, wenn uns Streich gewesen wird. Manchmal kann es wirklich ein schwieriger Punkt sein, zu vergeben und nicht auf unsere Fehler zu gehen. Wie wird es ein Missionar? Der ging mit seiner Familie top auf eine Mission. Aus auf eine Mission sie wären in Indien, sie wären manch der ärmsten Städten. Sie wären, wie kann sagen, von den armen Menschen, du auch einfach unter der ärmsten Schicht Menschen, dort erst, wo sie ihre Mission leiten. Sie hatten eine Familie. Sie hatten ein paar Jungs. Ein Tag, dann fährt das Vater mit seinem Bett Sehnstaub auf eine Mission. Der Früh in ihre Tochter, sie blieben tüß. Und dort erst tun sie gefährlich, wo sie sind. Und sie antworten verfolgt und so. Als der Vater mit seinen Aufjoscher, mit seinen 7-Joscher Sehntaub, durch sie hier weiß ist. Auf eins wurde er abgehauen, er fertig wird verbrannt. Das Vater in seinem Bett Sehnstaub, die sind fertig, und er durch so lebendig verbrannt war. Als die Mutter dort antwortet, wo man der Vater mit ihrer Sehns passiert ist, dann ist sie sehr erschüttert, sehr traurig. Und als dann die ganze über die News kam, was passiert ist, dann ist es ein Reporter, der fragt diese Frau, was soll er nun sagen, du Tau?
Was soll er nu noch zu sagen haben von dit? Und dann sagt sie, ich bin dood treurig. Aber ich habe da, wat mijn zin, mijn voeder, mijn man en mijn zins verbrand haben, ich habe alles verzeiht. Wir hätten gefallen, wo diese früher Bühnen da, wir hat ein von der Richtlinien, wo uns als Christen festgeschrieben sind. Das Reporter sagt, wenn das ist, was Christen meinen, dann sollen wir alle Christen sein. Wenn dort eine Kraft ist, was ein Christen hat, dann sollen wir alle Christen sein. Weil ja, das Leben ist nicht fair. Uns wird im Leben nicht recht behandelt worden. Wir wollen so vielmals Dinge entgegengehen, dass wir uns an der Ferien hier in Deutschland, wo wir uns selbst erbeten haben, und Gott wird uns Menschen im Weg sagen, du merkst, wir hankommen da, wo wir viel gebeten haben, oder wo Gott uns will haben. Gott wird uns so manchmal Dinge im Leben ankommen lassen, wo uns gut wollen einfach sein, und wo wir wollen eine vergebende Einstellung brauchen. Da wird uns demütigen, da wird uns halten, da wird uns zum Segen sein, wenn wir diese Dinge tun können. Gott verjagt uns immer, wenn wir in Reue zu ihm kommen. Wenn ich hier in diesem Vers lesen, in Lukas 17, 3, 5, zu lesen, und wenn ich dann checken, wo Gott uns als Menschen behandeln wird, wo Gott, du es für uns, wir dürfen nur ankommen, wenn ich mich verschuldet habe, ich darf nur meinen himmlischen Vater kommen. Wenn ich irgendwo Fehltritte gemerkt habe, ich darf nur ankommen. Er sagt hier so, wo das unser Menschen soll sein. Wenn der nach dem Bruder 7-mal mich sündigt hat, und er kommt 7-mal am Tag und sagt, mir reut dort, dann soll ich ihm vergeben. Wenn ich mich hier meinen himmlischen Vater verschulden darf, und mein himmlischer Vater hat nicht Grenzen von vergeben. Wenn ich durch seinen Arm komme in Reue und in Buße, dann vergebe ich mich. Ich lebe in dem Fleisch. Ich will manchmal Fehltritte merken. Ich will proben, mein Leben zu heiligen. Aber ich will, wenn ich im Fleisch bin, dann will ich ab Entscheidungen merken, was ich nicht so merken. Ich darf immer wahren und im himmlischen Vater gehen. Ich darf anhalten an Vergebung. Ich darf Buße tun, eben denken. Diese vergebende Einstellung hat Gott uns als Kinder Gottes gegenüber. Diese vergebende Einstellung hat Gott jeder Sünder gegenüber, was er noch nicht sein Leben angeweiht hat. Er will und er raubt und er streckt seine Arme aus und sagt, komm nur mit. Wenn die Haupt fehlt, komm nur mit. Wenn du dich verschuldet hast, komm nur mit, ich verzeih dich. Wenn du den Leuten über die Dinge hast, komm nur mit. Ich will die Sünde nicht mehr gedenken. Jesus sagt im Untersteht, fängt wir, wo er sagt, die Sünden, die wurden am tiefsten mehr näher tun. Die wurden nicht mehr zurückgeholt. Ich als Mensch, ich bin manchmal geneigt, wenn du die mir gegenüber verschulden lässt. Ich hau die dort zu Gott. Ich verzeih die dort. Ich vergebe die dort. Aber wenn du mal nicht sagst, du denkst das, ich kann die dort vielleicht auch noch weiter verzeihen. Aber das wir hier zu lesen, wenn es erst 7-mal am Tag passiert, da würde ich sagen, das schafft nicht mehr. Dort ist unsere fleischliche Natur. Dort ist unsere fleischliche Schwachheit, was wir haben. Und wenn wir dort klar haben, Gottes Vergebung ist über alles. Gottes Vergebung, der regt über. Wenn er nicht verschulden tut, dann ist er durch, der Strecken. Er ist er durch und er hat dort betont mit seinem Blut. Mit dieser Einstellung sind wir durch zusammen. 1. Johannes 1,14 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns. Wenn du ein Leutsein hast, dann hast du eine Vergebung. Wenn du ein Leutsein hast von deinem Bruder, dann vergibt er. Wenn dein Bruder auch nicht hat, um Verzeihung gefragt, dann vergibt er. Wir tun unsere eigenen Lebensbegrenzen. Vers 34 und 35, an diesem Ausschnitt, lesen wir uns hier so, in Matthäus 18, und sein Herr war zornig und überantwortete ihn die Peiniger, bis dass er bezahlte alles, was er ihnen schuldig war. Also wird euch mein himmlischer Vater auch tun, so ihr nicht vergebt von euren Herzen,
einen Gegnlicher seinem Bruder seine Fehler. Diese beiden Versen, die sind sehr, sehr streng. Diese beiden Versen, die lassen keinen Raum für Fleisch, die lassen keinen Raum für, ich fall mir das nicht noch. Diese beiden Versen, die lassen keinen Raum für irgendwas und Ding, dort ich im Nächsten nicht war verzeihen. Diese Versen hier, sie sagen, sagt es dort, aus sein Haar dort hier, was das Knecht getan hat, dem, was hier in diesem Punkt vergift wird, gegen das ganz kleine Bisschen, was sein Bruder anschuldig wird, sagt er, dann übergibt er am dem Peiniger. Dann übergibt er am dem Peiniger, wird dort alles betont, was er schuldig wird. Und dann sagt er, und das dort, was jönt mein himmlischer Vater auch down, wenn die nicht vergeben down von Horten. Ich habe gesagt, hier ist noch eine Bedingung. Soll je nicht vergeben von Horten einem jeden Bruder seine Fehler. Ich kann nicht bloß sagen, yes, ich vergebe die. Und ich will aber wieder dem behandeln, in dem behandeln, als ich am nicht gut vergeben habe. Er sagt, wenn ich nicht vom Horten vergeben war, dann wird mein Vater mich nicht vergeben. Können wir hier so sagen, wo das wird, wo das König den Knecht 3 holen dort, er hat ihn vergeben. Wo das König diesen Knecht 3 holen dort, und dort am Peinigen, was er betont hat. Wenn ich nicht vergeben da wird mich nicht vergeben worden. Wenn du nicht vergeben kannst, dann wird die nicht vergeben worden. Wenn ich en denk gegen een Bruder vasthouden doe, wat ik gegen mij verschuldigd heb, als nu 10 jaar 3, 20 jaar 3, wenn ich en denk vasthouden doe en niet verzeihen kan, dan wordt mij niet verzeiht worden. Dan ga ik en denk, ik doe mijn ene deren toe merken. Zo manchmal wordt en denken wie hier en dort, so fertig moet, van wat uns voor ongelangt en wat een Verzeihung gevraagd, dan zei ze, no, ik kan die dat niet verzeihen. Dat is te graf gemerkt. Dat hast du euch gemerkt. Oder du wordt gezegd, sind dingen die sogar passieren, wenn jemand am Sterbebad liegen hat und er wird beim Hahn geroept, dann wurden Dinge klar gemerkt. Dann wird gesagt, aber wenn ich gesund war, dann gilt das alles nicht. Ist dort eine Vergebung vom Horten? No, du hast nichts passiert. Du hast keine vergebende Einstellung gewesen. Wenn ich nicht vergeben da und loslassen da, dann wird mir nicht vergeben worden. Dann sage ich, manchmal läuft ein Mensch, wenn ich den Nächsten nicht vergeben da, dann wird ich den Nächsten was festhalten damit. Du und ich, du nicht entscheiden, ob den Nächsten vor Gott vergeben wird oder nicht. Als Gott den Nächsten vergeben hat, dort ist zwischen Gott und den Nächsten. Wenn du in Reue, in Buße in Gott gekommen wird, dann wird Gott vergeben. Wer sich das Wort mit abluden, der wird nicht vergeben, dort sind ich. Ich sind die Jahren, der wird nicht vergeben worden, wenn ich nicht vergeben will. So vielmals sind Christen an der Kirche, die sitzen auf der Seite beten, in der Hand und Hals in ihrem Unter. So vielmals haben Kirchenglieder, die unsere Gemeindemitglieder sind. Und die Kirchen sitzen sie in der Seite und sind auf der Mittag auf der Beten. Sitzen vielleicht nach besiedem Unter. Und alle dann hassen sie sich. Erst tun sie eine vergebende Einstellung. Erst tun sie einen Tautritt zu Gott und seine neue Gemeinschaft. Oder die sind vielleicht irgendwo ein paar Lied. Da haben sich Tüß vielleicht nach gründlich durchgeholt. Und in die Kirchen sind sie durch so weiter taub. Und sie können sich nicht vergeben in ihrem Unter, aber es sind Dinge passiert. Oder sehen es gegen die Väter, Kinder gegen die Älteren. Wenn du uns nicht was vergeben worden, dann kann uns nicht vergeben worden. Wenn ich nicht loslud, dann wird ich wahrscheinlich ein Schien von Christenleben haben, wo du immer straucheln wirst. Ich will ein Schien von dem Christenleben haben, wo du sehr, sehr viel wird leiden. Ich will nicht kein Sieger sein. Ich will unterlegen. Ich will an so viele Versuchungen immer wieder nennen, wie es ich kann nicht loslassen. Ich will unterlegen und ich will ein schweres Christenleben haben. Wie es ich kann nicht loslassen. Ich sage nicht, Leute, die Dinge vom Horten gehen zu lassen. Wer nur das Wort achten, das sagt du uns so, wenn wir nicht vom Horten vergeben wollen, vom Horten loslassen. Was mein Vater mir in meinen Kindheitsjahren vielleicht getan hat, was ein ambitierter Zustand wäre. Ich hole das noch einmal gegen meinen Vater. Wo weh?
Das wird mir hinderlich sein. An meinem Kampf, an meinem Christenleben. Oder mit dem Bruder, wo die was arg behandelt werden. Lot ihm das Ding los, hau das nicht gegen an. So als Gott die Dinge nicht mehr gegen die hält. So kann ich das nicht in den gegen meinen Bruder festhalten. Ich will Schulden leiden, wenn ich das Ding tun. Du wirst Schulden leiden, wenn du nicht vergeben kannst. Wer ist die Nächste? Wie viele Dinge habe ich festgehalten von der und da? Wie vielmals habe ich unser Leben? Wie vielmals habe ich das schwer gehabt, wenn es eigentlich nicht loslaufen? Wie vielmals habe ich all die Leben unser? Ich rede nicht von Jünd, ich rede von mir persönlich. Wie viel ist mir das im Kampf oder was im Leben zu vergeben? Ich habe vielleicht irgendwo mit meiner ganz besten Ansicht, mit meinem ganz besten Willen versucht, was zu tun. Jemand kommt und sagt, das hält alle nicht an. Ich lebe mich weiter. Und ich lebe mit dem weiter. Ich gebe dem eine verbesserte Person. Ich gebe dem eine läuflose Person. Ich gebe dem eine Person, die nicht mehr eine Freudigkeit fängt, im Gottesdienst zu fahren, oder zur Gebetsstunden zu fahren, oder zur Bibelstunde zu fahren. Ich gebe dem eine Person, die im Wort Gottes nicht mehr eine Freude findet. Ich gebe dir eine Person, wo du vielleicht im Brunnen, wo du euer ewiges Schild habt, der fängt an zu drehen und du kannst nicht mehr diese Freude ever. Du kannst nicht mehr diese Frucht des Geistes ever. Du kannst nicht mehr das ganze brennende Christenleben mit ever. Wogegen? Ich habe wahrscheinlich irgendwo selbst den Kronteil geschraubt. Und das will nicht mehr schaffen. Ich habe meinen Nächsten nicht loslassen. Sind ich bereit, zu vergeben, dass mir es vergeben worden? Seid ich Bedingungen, euer ich vergeben da? Seid Jesus Bedingungen, euer eins vergeben da? Muss wir erst so und so lange Gott tun? Muss wir erst so und so lange ein Gott Zeugnis haben, euer eins vergeben da? Oder nimm euch eins an, dass ihr am allerschmutzigsten wäre? Wovon die Bedingungen seid ich meine Nächsten? Sind ich verbessert? Irgendjemand kann ihm nicht losluten, kann ihm nicht verzeihen. Hat mir vielleicht viel gekostet. Jesus kostet viel. Gott kostet alles. Er kostet ihn einzigen Sehen. Für die und für mich. Und jeder Preis ist dort, wo du ihn eigentlich nie nicht tun kannst. Weil wir nach uns alles geben da. Sehr viel Freude zu vergeben. Vielleicht hast du, wenn jemand auf Fehl uitgehauen, der wer wenn du nachlassen tun, was Jesus uithauen wird, für dich und für mich. Was am geschlagen wird, was am verspott wird. Was am wird die Krone am Kopf gesetzt. Was am wird im Kreuz genäht. Was am wird die ganze Welt Sinn und Schuld ab angeladen. Das alles wird hier liegen. Dass du in euch könnt vergeben werden. Den Preis, was du in euch zu tun hast, um zu vergeben, das ist ein sehr geringer Preis. Das ist ein sehr geringer Preis. Hier wird es ein junger Mann, der hat einen Mord begonnen und dann wird im Gefängnis neigedaan. Und dann wird er sehen, ein Freund, womit er taub wie eine Schildkröte gewesen. Er wartet an, dass sein Freund im Jail ist, wie ins Mord begonnen. Und als er das hier und das, das Freund, das andere, was nicht im Jail ist, er hat Tauträt bei den Gouverneur durch so, und er wankt durch so Hand, und er fragt um einen Entlassungsbrief für seinen Schulkamerad, was im Jail saß und das wie ins Mord. Das Gouverneur, er ist gnädig, er gab ihm diesen Entlassungsbrief. Und das Freund, er geht im Jail. Als er im Jail ankommt, dann geht er in diesen seine Zellen an. Dann fangen sie ihn so an zu vertalen. Und dann fragt er seinen Schulkamerad, wann du von dir einfach wusch frei sein? Wann du von dir wusch entloten worden?
Was wird das erste Ding sein, was du willst stellen? In dieser unlang zu denken, sagt er ganz klar, ich will den Recht da, was das Urteil über mich sprechen da, ich will den gut merken, und ich will den, was gegen mich zeugen da, auch gut anbringen. Das findet der Harte zu der Länge, steht er ab, geht er bei Vater Sau der, ritt diesen Entlassungsbrief 2 und geht traurig davon. Wer du nicht vergeben lässt, den wird nicht vergeben worden. Das lässt uns hier im Vers 34 und 35. Also, was mein himmlischer Vater tun, und jeder einer wird nicht vom Herzen vergeben lässt. Ich mag, soll uns das hier in Sebastian aus einer Anspannung sein, uns als Barmherzigkeit war erfahren, weil wir barmherzig sind. Uns als Vergebung war erfahren, weil wir vergeben. Wenn hier jemand ist, der diese Vergebung noch nicht auf angenommen, dann wird uns der Preis ausgeteilt für die auch. Der Preis ausgeteilt in dieser Preis. Wir dürfen die Vergebung bloß annehmen. Weil wir reut sind, wenn sich jemand gegen uns verschuldet hat, dass wir wollen reut sein, zu vergeben. Bedingungslos. Uns kann es manchmal viel kosten, weil wir nicht Bedingungen sagen. Weil wir reut sind. Das Preis, was für uns getut ist, der Leib, der Vergebung, der Barmherzigkeit wieder zu reden. So ist Jesus dort an uns getan. Ich würde für eine Abstunde in die Gebet durch Apostel. Herr Jesus, wir danken dir von ganzen Herzen, dass du aufgehst zum Kreuz und betont diesen dir im Preis, dass wir durch losgekauft wurden. Und wir danken dir, Herr, dass du so viele Schriften hinterlassen, was uns so eine klare Anweisungen geben tun, was du von uns als Christen erwarten lässt. Wo du erwarten lässt, weil wir in so eine vergebene, so eine barmherzige Einstellung haben, kriegst du aus dir hast. Wir wollten dir ein Preis tun, als Herr, das weit wie uns das manchmal kosten. Aber Herr, an das gedacht, was du für uns getan hast, dann kann wir mal sehr wenig in das Leben tun. Und ich bitte dich, Herr, was du uns halten, dass wir immer weiter möchten mit dieser Einstellung du sein. Mit dieser vergebenden Einstellung, mit dieser liebenden Einstellung. Wenn jemand sich gegen uns beschuldigt hat, dass wir wollen immer weiter diese Entscheidung merken. Diese rechte Entscheidung, dass wir wollen loslassen. Dass wir wollen vergeben, so als du uns vergeben hast. Dass wir nicht wollen falshauen. Dass wir nicht wollen uns Christenleben irgendwo darf merken, dies da merken, lau merken, an dem, dass wir nicht rechte Entscheidungen treffen wollen. Ich bete für jeder Bruder, für jeder Schwester, Herr, dass du machen könnt, bis eine Anmunterung sein, die ähnlicher zu wollen, ans Christenleben ernst zu meinen, im weiten Herr, ein Tag, dein Wort ans, in völliger Lohn bei dir. Und habe an diese Sein, wo die Vergebung noch nicht angenommen, was du getan hast für Ernt, dann musst du Ernt, der Mut geben, diese Vergebung völlig anzunehmen, die nur zu folgen hat. Wir danken dir nochmals für den Preis, was du getan hast, und beten dir, Herr, habt ihr uns, Worte Gänger zu sein. Amen. Warte doch. Nummer 494. Vorher 194. Ich denke an den letzten Vers, du sagst dort, wir können unter nicht zum Segen sein, wenn du noch Sinn in uns hast. Wenn wir den Nächsten nicht vergeben, dann soll das Sinn, nicht? So, das ist nicht direkt und dort geredet, Leute. Aber ich kann übrigens dort so nehmen, das sagt auf Stunde. Andächtig singen.
Ist dein Leben ein Segen für andere, strahlst du göttliche Liebe hinaus. Könnte Sünden du Heil und Erlösung, fürs verlorene Heim du nach Haus. Mach mich zum Segen für andere heut, mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben, mach mich zum Segen für andere heut. Ist dein Leben ein Segen für andere, hilfst du anderen leichten die Last, hast du Balsam für blutende Herzen, zeigst du müden die Stätte der Rast. Mach mich zum Segen für andere heut, mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben, mach mich zum Segen für andere heut. Ist dein Leben ein Segen für andere, bist du täglich und stündlich bereit, den Geringsten und Ärmsten zu dienen, bist ein Segen für andere heut. Mach mich zum Segen für andere heut, mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben, mach mich zum Segen für andere heut. Oh, wir werden nicht alle zum Segen, wenn die Sünde noch Raum in uns hat. Sei dem Herrn darum völlig ergeben, so gebraucht dich die göttliche Gnade. Mach mich zum Segen für andere heut, mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin mein Leben, dir ganz ergeben, mach mich zum Segen für andere heut. Der erste Weg habe ich gebet. Und dann morgens habe ich gebet, dass Gott will reden reden. Da bauten Gottes würden abstehen und reden, dem Herrn sein Wort. Und von der aus die Predigt war nicht Gott sein Wort. So als ich bete, dann erhielt und Gott sei Lobpreis und Dank. Und das ist eine wichtige Eröffnung, was ich gehört habe von dir. Und auch ein wichtiges Thema und Tag zu haben von der Botschaft. Und möchte der Herr das segnen an jedem einen von uns. Ich glaube, wir weiten alle, wie wichtig das erste Wort Gottes noch, dass wir vergeben dann. Gut, ich dachte, vielleicht gut würde sein, dass die Schwester Pancho Bommels an der Paris, ein Haus von Kanada. So, wenn der Schmann kommt, dann bleiben wir hier
Wenn unsere nächste Versammlung ist, dann recken wir an, hier zu treffen. So. Ich wünsche dir einen Gottes Segen und Dankeschön für die Botschaft. Das wir ein paar Gelegenheit geben, die Versammlung kann loben und Segen. Ja, dann hoffen wir ein paar Verse zu lesen zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Noch im Frieden Gottes voneinander scheiden.